habe noch nicht einmal einen Bericht geschrieben. Da war jemand schneller als du. Der ist von dieser Katharina Leupold, Deputasi-Chefin. Die regt sich furchtbar über deine rüde Vorgangsweise auf. Wie ein Großinquisitor sollst du aufgetreten sein. War das wirklich notwendig, Moritz? Das ist ein Blödsinn, bitte, das wirst du aber nicht glauben. Darum geht's doch überhaupt nicht. Die schreien sofort, wir behindern sie alle aus, übrigens Grundrechts auf Glaubens- und Meinungsfreiheit. Die sollen anbeten, wenn sie wollen, das ist ja mir wurscht. So. Was willst du überhaupt von mir? Na, Hausdurchsuchung, soll ich ermitteln? Nein, mein Lieber. Eine vage Vermutung reicht in dem Fall definitiv nicht aus. Die Petasis ist doch bekannt dafür, dass sie sich beim geringsten Anlass zum Opfer stilisieren. Die können sich die besten Anwälte leisten. Die klagen alles nieder, was nicht hieb- und stichfest ist. Moritz, das ist ein sehr dünnes Eis. Und sollen wir uns jetzt fürchten, oder was? Fürchten nicht. Aber aufpassen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Soll ich fortfahren, wo wir aufgehört haben? Also gut. Reden soll ich. Alles, was mir einfällt. Dann spreche ich über das, was mich mehr beschäftigt hat als alle Kurse zusammen. Etwas, das sich einschleicht und nimmer weggeht. Egal wie stark man dagegen ankämpft. Ich habe Läuterungsstunden ohne Ende besucht. Mehr als die meisten. Aber es ist geblieben. Im Gegenteil, es ist immer mehr geworden. Und am meisten Schiss habe ich gehabt, dass die anderen bemerken. Zweifel. Wenn man einmal zum Zweifeln angefangen hat, dann ist es vorbei. Wenn man einmal zum Zweifeln angefangen hat, dann ist es vorbei. Also sei mir nicht besser, aber ich kann da nichts erkennen. Das ist ein winziges Stückchen von der Karosserie. Und die zwei Vorpunkte sind das Ergebnis des Aufpralls. Die sind durch die Wucht miteinander verschmolzen. Taubenblau mit Resten von altem Silberlack. Genaueres über den Lack wissen wir nicht. Du willst vielleicht auch noch die Dosennummer wissen? Ja, sicher. Wir haben jedenfalls den Lackauftrag analysiert und sein Alter bestimmt. Ja, und? Naja, der hat ein paar Jahre am Buckel. 40 mindestens. Das Auto des flüchtigen Lenkers ist also ein Oldtimer. Heißt dass er gerade für Sie gekommen? Okay. Das heißt, wir haben einen blauen Oldtimer. Und wie viel gibt's davon? Naja, auf jeden Fall weniger als blaue Fahrer. Kein übliches Auto, ergo kein üblicher Besitzer. Und das glaubt man so landläufig. Bei Oldtimer denkt natürlich jeder gleich an der superedle Sport Cabrio Bauer 62. Aber in Wahrheit sind das oft nur ganz banale ältere Autos. Vielleicht ein Junge. Ohne Geld, Student oder so irgendwas. Oder ein Autoliebhaber. So ein Auto ist für viele oft eine Art Hobby. Also wenn du mich fragst, ich tippe auf männlich, über 30, Mittelstand oder höher, Geld vorhanden, Sinn für Ästhetik, Familie, supergeile Musikanlage, selbstbewusst, ein Genießer. Sag einmal, von wem redest du da eigentlich? Was? Ja, vergiss es. War nur so eine Idee. Ja, hey. Der Bauträger von der Siedlung, wo du die Tote gefunden hast, ist Konkurs gegangen. Das gibt's ja nicht. Was? Das Haus gehört dem Heinrich Kaber, dem Vater von der Ermordeten. Es ist offen. Guten Tag, Frau Kaber. Ich müsste mit Ihrem Mann sprechen. Geburtstagstorte, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nicht für mich. Für Anna. Es tut mir leid. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist.
habe selbst eine Tochter. Anna habe ich schon vor 3 Jahren verloren. Aber damit habe ich mich abgefunden. Irgendwie. Aber das jetzt? Wie soll man das aushalten? Möchten Sie ein Stück? Danke. Ich bräuchte einen Mann. Mein Mann, der ist bei seinen Freunden. Bei welchen Freunden? Die einzigen, die ihm noch geblieben sind. Zum ersten Mal hier? Ja. Tochter oder Sohn? Bitte? Tochter oder Sohn? Tochter. Ich habe eine Tochter. Ich auch. Sehen Sie? Da war sie gerade 18 geworden. Ich habe sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Sie lebt in Südamerika, in einer Art Tempel. Kinder des Lichts nennen die sich. Sie hat vor 8 Jahren einen Sohn bekommen. Ich glaube, er weiß nicht einmal, dass er eine Oma hat. Ja, Sie entschuldigen mich. Verdammt nochmal. So ein Scheiß. Herr Eisner? Maria Levin, guten Tag. Sie suchen Herrn Kaber? Ja? Kommen Sie. So, bitte. Ich würde gern mit dem Herrn Kaber allein reden. Nein. Ich will, dass Frau Levin dabei ist. Ich habe heute die Eigentümerliste der Häuser jener Siedlung erhalten, wo wir die Anna gefunden haben. Ihnen gehört das Haus, in dem die Anna ermordet worden ist. Das ist keine Kleinigkeit, die Sie mir da verschwiegen haben. Haben Sie Ihre Tochter selbst in das Haus gebracht? Warum haben Sie mir das nicht erzählt? Weil er nicht allein war. Hier. Das wird Sie sicher interessieren. Die menschliche Seele ist nach Freiheit wie ein Eisberg. Nur weniges ist sichtbar, das meiste ist verborgen. Das ist das Unbewusste. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Traum und seiner Deutung. Dankeschön. In Ihrer Arbeitsgemeinschaft spielt der Epitasis eine große Rolle? Ja, immer mehr. Die boomen. Warum? Jede Zeit hat ihre Sekte. Die indischen Gurus waren die Helden der Hippies, die 80er voll von New Age-Verkündern und Epitasis verkörpert heute so etwas wie die globalisierte Sinnsuche durch Effizienz und Erfolg. Für die zählt nur das Hier und Jetzt. Die wollen so viel Einfluss wie möglich. Und ihr Ziel lautet, die Welt muss unser sein. Je mehr sich ihnen anschließen, umso besser.
Besser wofür? Besser für den Wechsel in die nächste Dimension. Und die wäre? Ein Leben ohne Raum und Zeit. Unsterblichkeit. Und warum wissen Sie da so gut Bescheid? Weil ich selbst einmal dabei war. Deshalb. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Es kann doch nicht sein, dass ich mich die letzten 2 Jahre derart verarscht habe. Warte draußen, bitte. Ich kann das nicht Herr Kaber, bitte setzen Sie sich. Setzen Sie sich, bitte. Ich kann mir das später anschauen. Ich hätte doch niemals meiner Tochter etwas angetan. Das glaube ich Ihnen schon. Trotzdem fällt die Aktion nach dem Strafgesetzbuch unter Nötigung und Freiheitsberaubung. Ich weiß. Aber ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Wie haben Sie denn die Anna dazu gebracht, in dieses halbfertige Haus zu kommen? Ich habe ihr einen Deal angeboten. Das Haus habe ich für Anna gekauft. Das ist eine Art Wertanlage. Ich habe ihr angeboten, es wieder zu verkaufen und ihr den gesamten Erlös auszuzahlen. Es gab nur eine Bedingung. Von Epitasis auszustellen? Nein, das hätte sie nie getan. Ich habe ihr gesagt, sie muss mit der Levin reden. Und zwar richtig. Und ist sie darauf eingestiegen? Der Kontakt zu feindlich gesinnten Elementen ist ja verboten. Aber die Aussicht auf so einen Haufen Geld hat sie dann doch überzeugt. Kurse über Kurse, Modul um Modul, Hunderte. Und teuer, sehr teuer. Mit dem Geld hätte sie die Kurse 3-mal machen können. Sie haben die Anna ins Haus gebracht. Ja. Nach freiwilligem Aufenthalt hat das Zimmer nicht ausgesehen. Das war für den Fall des Falles gedacht. Wenn sie das Gespräch wieder abbricht und davon will. Und, hat sie das versucht? Nein. Sie hat sich darauf eingelassen. Ich hätte sie niemals dahin bringen dürfen. Niemals. Das war der größte Fehler meines Lebens. Grauenhaft, aber günstig. Dieses Bogenschießen, von dem du mir erzählt hast. Ich habe mal so was Ähnliches gemacht, jetzt nicht mit Bogen, sondern mit 2 so Stäben. Und am Anfang denkst du dir, das geht gar nicht, allein die Balance halten und die Kraft. Das ist mir auch so gegangen. Aber wenn man sich erst mal richtig drauf einlässt, die Grenzen existieren eben nur im Kopf. Genau, und die gilt es zu überwinden. Suchst du zufällig eine Wohnung? Wenn sich was Günstiges ergibt, warum nicht? Hallo. Claudia, das ist Ralf, mein Mitbewohner. Ah, hi. Hi. Frau Levin, bitte. Ja. Die Anna war so knapp davor auszusteigen. Sie ist nicht ihre Schuld. Der Kaber hat sie also angerufen und sie informiert, dass er die Anna in sein Haus gebracht hat. Danke. Was wollte er dann von Ihnen? Er hat mich gebeten, mein Programm durchzuführen. Verdantity. Was heißt das? Ich bin zu ihr gezogen und wir haben geredet. Mehr nicht. Nur geredet. Mein Modell basiert auf Selbstreflexion und